Hello again und willkommen bei meinem zweiten Japan-Fakten-Video. Legen wir auch mal gleich wieder los, denn ich habe eine lange Liste vor mir. Mir ist aufgefallen, dass Japaner ihren Balkon hauptsächlich dafür benutzen, ihre Wäsche draußen zu trocknen. Ich habe den Sommer jetzt auch erlebt und er war wirklich sehr heiß. Ich war wirklich so hart an der Grenze, dass ich teilweise tagsüber bei strahlendem Sonnenschein auch meinen Regenschirm ausgepackt habe. Somit kann ich wirklich, dieses Handeln verstehen. Was ich aber allerdings wirklich hart finde, ist die Tatsache, dass sehr viele Frauen sich extra Ärmel anziehen oder extra, klar, für das Fahrradfahren einen Sichtschutz tragen, damit sie nicht geblendet werden. Aber diese Ärmel in erster Linie, ich finde es wirklich zu krass, weil es wirklich warm ist. Und dann noch mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit. Ja, also sie tun alles, damit sie keinen Tarn kriegen, würde ich sagen. Japaner benutzen gefüllte PET-Wasserflaschen, um Katzen abzuschrecken. Tattoos sind allgemein nicht so gerne gesehen, besonders in Onsen. Es kommt immer auf die Onsen an. Mit etwas Glück und Können kann man diese auch verdecken mit Camouflage-Make-up oder mit Handtuch drüberlegen. Aber man sollte es dennoch vermeiden, mit einem Tattoo in ein Onsen reinzugehen, denn ja, in die meisten kommt man einfach nicht rein. Japan oder auch allgemein scheinbar Asien hat diesen wundervollen Service von Perm Straight oder Perma Straight. Das bedeutet, dass Haare einfach so geglättet werden. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wäre ich mit meinen normalen Haaren totales Afro-Opfer. Allerdings, ja, ist dies eine Prozedur, die ungefähr 4 bis 6 Stunden dauert beim Friseur. Es wird eine Art Creme aufgetragen und die Haare sind dann einfach glatt. Ich habe meine im Juni glätten lassen, jetzt haben wir es Oktober und sie sind eigentlich immer noch relativ glatt. Also das Zeug hält wirklich bombenfest. In Japan werden ab und an lebende Wesen gegessen, wie zum Beispiel Tintenfisch oder auch andere kleine Fische. Weihnachten ist eher Date-Time in Japan, wohingegen Silvester eher ruhig verläuft. Zu Silvester geht man meist zum Tempel und betet dort und wartet die Glockenschläge ab. Das Ganze heißt Hatsumode hier und geht etwas ruhiger zu als in Deutschland zum Beispiel mit super lauten Silvesterfeiern, Feuerwerk und Korkenknallen. Sowas wie Feuerwerke werden in Japan eher im Sommer abgehalten auf Matsuri. Apartmentgebäude haben hier so verdammt lustige Namen. Die Japaner stehen auf englische, französische, italienische oder spanische oder sogar deutsche Namen. Letztens bin ich auch an einem großen Gebäude vorbeigegangen und das hieß wirklich mein Schloss. Allerdings sah es nicht wie ein Schloss aus. Wer schon öfter in Japan war, dem ist bestimmt aufgefallen, dass es auch irgendwie andere Toiletten gibt, die so im Boden sind. Das sind die ganz normalen altmodischen japanischen Toiletten und wer sich scheut, die sind wirklich einfach zu benutzen. Einfach draufhocken, es ist wirklich nicht schwer. Ganz bekannt und beliebt sind hier die Getränkeautomaten. Ich habe mittlerweile jetzt auch schon andere Automaten gesehen. Das war zum Beispiel in Shirohama, da gab es einen Automaten und da waren Eier drin. Also nichts von irgendwelchen Getränken, keine Spur. Und ich glaube, irgendwo in Richtung Kyoto gibt es auch einen Automaten in einer alten Stadt, der Kartoffeln verkauft. Praktisch. Die Mieten in Tokio sind wirklich relativ hoch. Allerdings finde ich, kann man sie sehr gut mit München gleichsetzen. Wobei man da wiederum sagen muss, dass die Wohnungen in München einiges ein bisschen größer sind als die hier in Tokio. Wem Reis zu langweilig ist auf Dauer, dem empfehle ich ganz stark Furikake. Was ist Furikake? Furikake gibt es in verschiedener Art und Weise. Ich habe zum Beispiel momentan Furikake mit Steak und Wasabi-Geschmack daheim. Es ist getrocknetes Etwas. Das streust du über den Reis und es hat dann dementsprechend diesen Geschmack. Und ja, sagen wir so, es peppt den Reis etwas auf. Mein Lieblingsgeschmack ist Noritama. Das ist getrocknetes Ei mit Algenblättern. Das empfehle ich auch wirklich. Es ist lecker. In Japan kann es ab und an mal vorkommen, dass du einen Hund im Kinderwagen siehst, anstatt eines Kindes. Die meisten japanischen Wohnungen besitzen keine Öfen. Was die Japaner stattdessen machen, sie verwenden die Mikrowelle als Ofen. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, da ich in Deutschland nie großartig eine Mikrowelle benutzt habe.
Ja, natürlich habe ich einen Ofen halt gehabt. Und hier haben sie tatsächlich eine Ofenfunktion in der Mikrowelle. In Fußgängerzonen kann es auch mal vorkommen, dass einem Taschentücher in die Hand gedrückt werden. For free. Generell gilt, in Schreinen wird geheiratet und in Tempeln wird beerdigt. Freitag ist die Partynacht in Japan. In Ginza, Shibuya, Shimbashi, überall ist fett Party. Am Samstagabend ist das gar nicht so der Fall. Natürlich, klar, es gibt immer Leute, die Party machen, aber Freitag gilt eigentlich so als der Party-Hard-Tag in Japan. Wir kennen ja die gewissen Vorzüge von einigen Stadtteilen oder für was sie bekannt sind. Was viele vielleicht nicht so wissen, wenn ihr sehr instrumentspielend begabt seid, geht mal nach Ochanomizu. Da sind wahnsinnig viele Instrumentenläden. Oder wenn ihr doch eher so der sportliche Typ seid, empfehle ich euch Kanda. Da gibt es wahnsinnig viele Sportläden für alle möglichen Formen von Sport. Ich glaube, das hatte ich schon in meinem Cosplay in Japan-Video mal erwähnt gehabt, aber Cosplayen auf offener Straße generell gilt als nicht so gerne gesehen. Meint man eigentlich nicht. Erstmal, wenn man sich denkt, oh ja, Japan offen. Aber es empfiehlt sich doch eher auf dafür vorgesehenen Events zu cosplayen. In Japan werdet ihr leider nicht so viele Mülleimer finden. Deswegen rate ich euch, nehmt euch immer lieber so ein kleines Tütchen mit, wo ihr euren Müll dann reinpacken könnt. Weil ich das letztens mal gefragt wurde, ob es auch billiges Sushi gibt. Ja, das gibt es. Und zwar gibt es eine Kette, die Wobei heißt. Und dort kriegt ihr wahnsinnig billiges Sushi. Meistens einen Teller für 100 Yen. Die haben vor allem so einen geilen Jingle, der geht so Baby, Baby, Baby. Super geil. Viele wundern sich auch, warum die Stromleitungen sich draußen befinden. Oder Strommästen, so viele Strommästen auch draußen stehen. Das ist eigentlich einen sehr einfachen Grund mal wieder. Erdbeben. Denn es ist wahnsinnig einfach, so etwas zu fixen, wenn es kaputt geht, wenn es außerhalb der Erde ist, als wie zum Beispiel bei uns in Deutschland, wo alles sich unterhalb der Erde befindet. Was ich sehr an Japan mag, ist das Essen. Es ist toll, jeder liebt es eigentlich. Und was ich auch ganz besonders super toll an Japan finde, ist, dass es verschiedene Delikatessen in verschiedenen Regionen gibt. Also sprich, man kann eigentlich eine komplette Japan-Reise machen und sich von einer Region zur nächsten durchfressen. Und man findet immer etwas anderes. Das ist halt richtig cool. Zum Beispiel ist Hokkaido sehr bekannt für guten Fisch. Ich muss auch sagen, dort habe ich auch den besten Ikura gegessen. Oder anderes Beispiel, Sendai ist sehr bekannt für Rinderzunge. Falls ihr euch fragt, was diese großen Brücken in Tokio immer sind, das sind die Highways. Die laufen alle immer über den normalen Straßen. Japaner baden gerne und Japaner baden sehr viel und sie baden auch im Sommer, wenn es heiß ist. Dafür haben sie sogar einen super speziellen Badezusatz, der abkühlt. Trotzdem, ich muss sagen, im Sommer ist mir Baden echt zu heiß. Japan, Serviceland Nummer 1, wuhu! Und an der Kasse sagen sie dir immer, wie viel Wechselgeld du kriegst. Das finde ich super toll. In Odaiba steht der neue Gundam und er leuchtet so schön. Auch eine Sache, die ziemlich cool ist, die Ryokan werden meistens von Frauen betrieben. Japanische Badewannen sind auch rein elektronisch, um das mal kurz zu verdeutlichen. Da kommt das Wasser raus und hier stellt man es ein. Also komplett anders als in Deutschland. Hier schaltet man es ein und aus und dieser wundervolle Knopf, der automatisch bedeutet, füllt diese Badewanne bis zu einem bestimmten Grad mit Wasser. Ja, meine Badewanne kann denken. So, das war meine kleine wunderbare Auflistung. Japan-Fakten Nummer 2. Ich hoffe, es waren wieder hier und da mal ein paar neue Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ja, bis zum nächsten Video.